Mein Name ist André. Ich stehe heute vor den Trümmern eines Lebens, das eigentlich ein Altar sein sollte. Ich habe alles verloren, was mir heilig war. Die Frau, mit der ich mein Leben vor Gott besiegeln wollte, ist weg. Nicht, weil das Schicksal zuschlug, sondern weil meine eigene Unsicherheit zur Axt wurde. Ich habe den Spiegel meiner Seele zertrümmert und dabei die Beziehung zu mir selbst und zu meiner geliebten Frau zerfetzt. An alle da draußen, die dasselbe tun: Ihr seid nicht allein in eurem Schmerz, aber ihr seid verantwortlich für eure Muster. Wir flüchten uns in die Selbsttäuschung, während wir im Inneren aus Angst alles demolieren. Ich bin kein Lehrer, ich bin ein Täter, der in den Abgrund geschaut hat und jetzt versucht, die Scherben aufzusammeln. Dieser Podcast ist ein Bericht aus den Trümmern. Ich möchte darüber sprechen, warum wir Männer oft zerstören, was wir eigentlich schützen wollen. Wir erkunden, was es bedeutet, sich einer höheren Wahrheit zu unterwerfen, nicht als Schwäche, sondern als mutige Entscheidung für die Freiheit. Wenn du dich fragst, warum du die wichtigste Person in deinem Leben weggestoßen hast, dann bleib dran. Wir schauen gemeinsam in den Spiegel. Ohne Filter, aber mit dem Vertrauen, dass Heilung möglich ist. Dieser Podcast ist etwas Besonderes. Er richtet sich speziell an Menschen, hauptsächlich Männer, aber auch Frauen, die in ihren Beziehungen toxisches, kontrollierendes oder gewalttätiges Verhalten zeigen. An diejenigen, die das bereits erkannt haben und es ändern wollen. Du bist hier, weil du spürst, dass etwas nicht stimmt. Du reagierst in Konflikten zu hart, verletzt deinen Partner emotional oder sogar physisch, und du willst das stoppen. Du suchst nach Wegen, Verantwortung zu übernehmen und endlich eine gesunde, gleichberechtigte Beziehung zu leben. Das ist ein mutiger Schritt. Die meisten in deiner Situation leugnen jahrelang. Sie schieben die Schuld auf den Partner, auf Stress, auf die Vergangenheit. Aber du bist hier. Du hörst zu. Du suchst aktiv nach Veränderung. Das zeigt schon, du bist bereit für den ersten Schritt. Genau darum geht es hier: Aufklärung ohne Verurteilung. Praktische Einblicke und Tools, basierend auf seriösen Quellen wie der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt, BEG-TEHG, in Deutschland und internationalen Programmen wie Respekt UK. Wichtiger Hinweis bevor wir starten: Dieser Podcast ist rein informativ und ersetzt keine professionelle Therapie oder Beratung. Wenn Gewalt, emotional, psychisch oder körperlich, im Spiel ist, suche bitte sofort Hilfe. Der Schutz deines Partners und eventueller Kinder hat immer absolute Priorität. Bei akuter Gefahr: Ziehe vorübergehend aus, schaffe Abstand. Das ist Verantwortung, kein Versagen. Warum gibt es diesen Podcast? Im Netz findest du tausende Angebote für Opfer, und das ist richtig und wichtig. Aber für Menschen, die das Verhalten zeigen und es wirklich ändern wollen, gibt es kaum etwas. Kaum direkte, ehrliche Ansprache ohne Schuldzuweisung. Genau diese Lücke wollen wir schließen, mit profeministischen, gleichberechtigten Ansätzen, die auf Verantwortung und gewaltfreier Kommunikation basieren. In dieser ersten Folge geht es um grundlegende Aufklärung. Was ist toxisches, missbräuchliches Verhalten genau? Warum entsteht es? Welche Folgen hat es? Und warum ist Veränderung möglich und notwendig? Am Ende gibt es eine einfache Reflexionsübung und einen Ausblick auf die nächsten Folgen. Lass uns beginnen. Erste: Was ist toxisches oder missbräuchliches Verhalten? Viele denken sofort an körperliche Gewalt: Schläge, Würgen, Stoßen. Das ist die extremste Form und absolut inakzeptabel. Aber toxisches Verhalten beginnt meist viel subtiler. Es ist ein Muster von Macht und Kontrolle über den Partner. Man beschreibt es als Verhalten, das den anderen verletzt, einschüchtert oder unterdrückt. Konkrete Beispiele: zur Reflexion, nicht zur Verurteilung. Emotionaler Missbrauch: Kleinmachen, du bist nichts ohne mich, ständige Schuldzuweisungen, du provozierst mich ja dazu, Gaslighting, Ereignisse leugnen, den anderen verrückt erscheinen lassen. Kontrollierendes Verhalten: Handy kontrollieren, Kontakte verbieten, Kleidung vorschreiben, oft getarnt als Sorge oder Liebe.
Psychische Gewalt. Drohungen. Wenn du gehst, bringe ich mich um, oder dir die Kinder wegnehmen, Schweigen als Strafe. Finanzieller Missbrauch. Geld kontrollieren, Abhängigkeit schaffen. Sexueller Missbrauch. Zum Sex drängen, wenn der andere Nein sagt. Physische Gewalt. Schubsen, festhalten, schlagen, selbst, nur einmal, ist zu viel und kann eskalieren. Diese Verhaltensweisen laufen oft im klassischen Gewaltzyklus ab. Spannungsaufbau, Explosion, Reue und Versöhnungsphase, Honeymoon und wieder von vorn. Der Zyklus hält beide Partner gefangen. Zweite, warum passiert das? Wichtig, es ist eine Wahl, kein „Ich habe die Kontrolle verloren“. Du würdest deinen Chef oder einen Polizisten nicht anschreien oder schlagen, also kannst du kontrollieren, wo du es auslebst. Gewalt ist gelernt und kann umgelernt werden. Mögliche Ursachen, Erklärungen, keine Ausreden, Aufwachsen in Familien, in denen Gewalt normal war. Gesellschaftliche Bilder von starker Männlichkeit, Emotionen unterdrücken, Dominanz zeigen. Stress, Alkohol, finanzielle Probleme als Auslöser. Tief sitzender Glaube an Berechtigung, dass man den Partner kontrollieren darf. Dritte, die Auswirkungen, warum Veränderung unvermeidbar ist für den Partner. Angst, Depressionen, Traumata, Isolation, Gefühl der Wertlosigkeit. Für Kinder, falls vorhanden, sie lernen Gewalt als Normalität, haben höheres Risiko, später selbst Täter oder Opfer zu werden. Für dich, Verlust von Beziehungen, Schuldgefühle, Einsamkeit, manchmal Job oder Freiheit. Du verpasst echte Nähe und Liebe. Gesellschaftlich, häusliche Gewalt perpetuiert Ungleichheit. Die Istanbul-Konvention fordert deshalb gezielte Täterarbeit. Vierte, die gute Nachricht, Veränderung ist möglich. Tausende Männer haben durch verschiedene Programme und Angebote gelernt, Verantwortung zu übernehmen und gewaltfrei zu leben. Es braucht Zeit, oft 6 bis 12 Monate, Reflexion und Übung, aber es funktioniert. Abschlussübung. Nimm dir wirklich 15 bis 20 Minuten Zeit. Erste, schreibe 3 konkrete Situationen auf, in denen du toxisch oder kontrollierend warst. Zweite, für jede Situation, was hast du in dem Moment gefühlt? Was hat dein Partner, deine Partnerin wahrscheinlich gefühlt? Dritte, was war der Auslöser? Welche alternative Reaktion könntest du nächstes Mal wählen? Diese Übung ist der erste Schritt zur Selbstreflexion und der Anfang von Veränderung. Abschluss und Ausblick. Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Das war nicht leicht, weder für mich, es auszusprechen, noch für dich, es anzuhören. Aber genau das ist der Anfang von etwas Neuem. In der nächsten Folge gehen wir konkret in die Praxis. Der Weg aus dem Zyklus. Praktische Tools gegen Eskalation. Ich zeige dir sofort anwendbare Techniken wie den Timeout, gewaltfreie Kommunikation und wie du Trigger erkennst und stoppst, bevor es eskaliert. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dich zum Nachdenken gebracht oder einfach nur gezeigt hat, dass du nicht allein bist, dann unterstütze bitte den Kanal. Drück auf Abonnieren, aktiviere die Glocke, damit du die nächste Folge nicht verpasst, und gib einen Daumen hoch. Jede Unterstützung hilft, dass diese wichtigen Themen mehr Menschen erreichen, die sie dringend brauchen. Teile die Folge gerne, auch anonym, wenn du jemanden kennst, dem sie helfen könnte. Du bist nicht verloren. Veränderung beginnt genau jetzt, bei dir. Bleib dran bis zur nächsten Folge. Gemeinsam sind wir stärker.